S'morgens alle. Ik geloof dat leidt sehr passend für uns von dir. Und besonders wenn wir vorchecken down in 2020. Wie viele von Ihnen haben Musik vergenommen? Vielleicht die ersten Jahre war, dit Jahr wo ich ordentlich leben. Oder dit Jahr wo ich dit und dit down und dann vielleicht als es Februar oder März, dann habe ich das ganz von vergessen, was die ein Ziel hatten, die wollen das Jahr down. Habe ich das mal getan? Jens einer? Ich glaube, wir sind alle so, was sind down, nicht? Wir merken ganz was deutlich, das will wir. Und dann, als das fertig, das erst mal eine Karte zieht, und dann habe ich ganz vergessen, was wir wollen down. Ich glaube, die Ursache, warum wir das down ist, fertig, wir freuen uns nicht, die zwei Frauen, was der Grund sind für Ändernis. Und die Frau ist, warum und was wo ich down, haben die warum merken wollen. Wir wollen von der, diese zwei Frauen, wir wollen zwei Andachten an diese Frauen haben. Und ich glaube, das ist eine gute Weg, um diese Jahr anfangen. Wir haben das eine Tag gewählt. Dit Jahr, das Thema das Jahr, das ist dann Ziel für das Jahr. Das Thema, was wir wollen, das ist eine Tag, sein das ans Thema für das Jahr, und das ist für mich gemerkt. Und in Englisch, made for more. Und durch das Jahr, weil wir das nicht tun, das ist eine Leidenschaft und das Predigt, uns ansporen, dass wir können für mehr leben. Jeder einer von uns sind gemerkt von Gott. Gott hat uns gemerkt. Und Gott hat einen Plan für jeder einer von uns. Aber wir sehen, so sagen, den Plan wird es down. Aber wir wollen von der sein, was ist Gott sein Plan für uns, für wer wir sind. Wer wir sind, ist immer viel doller wichtig, ist, was wir tun. Wir wollen anfangen mit einem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, wir können kommen, das ist eine Tag. Und das ist eine deutsche Andacht, wir sind so froh, wir können in Frieden hier kommen. Ich gebe mir rückchecken, da kann sein, hier sind Menschen, die von aller Wegen sind. Wir sind von Mexiko, von Belize, von Bolivia, von Alberta und Ontario und wo immer noch wir kommen da. Und Gott, wir kommen alle taub. Das ist eine Tag, wenn wir kommen taub, wir haben Einigkeit in Jesus Christus. Wir sind dankbar für dort. Und Gott, ich bete, dass die uns von dir schenken mit deiner Gnade und deiner Friede durch diese Andacht. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Das Thema von dir ist, für was hat Gott uns gemerkt? Es ist dort eine Frau, die hast die mal gestellt. Für was sind ich gemerkt? Warum merkt Gott die? Hat er dort mal gefragt? Die selbst? Ich weiß, dass wir nehmen sie für Zeit, wir sagen, was soll ich tun, was soll ich tun? Aber ich glaube, diese Frau soll uns Anfang sein. Und das ist der Grund, an was wir tun. Wenn wir nicht diese Frau antworten tun, mit einer Antwort, was von Gott ist und was biblisch ist, das ganze Haus, das ganze Leben, was an dem Grund wird gebüht, da wird nicht stark stehen. Wir müssen erst verstehen, warum, wir können verstehen, wohin und wo. So wir haben von der sein, warum sind wir hier? Warum mögt Gott uns? So werden wir vielleicht erst ein bisschen sagen, wer sind wir? Gott hat uns gemerkt, wir sind Christen, wir glauben, dass jede Person es gemerkt, Gott hat uns gemerkt und er hat persönlich uns gemerkt, dass er das will. So wo sind wir dann gemerkt? Erstlich, wir sind gemerkt in Gottes Likeness. 1. Mose Kapitel 1, 26 Vers 6 steht. Und dann sagt Gott, weil wir Menschen merken, die so als wir sind, in uns liken. Lot und Macht haben über die Fisch im Meer und die Vögel im Lauf, über die Vieh und die wilde Tieren, und über alles, was durchkriegt. Gott sagt, weil wir Menschen merken, und hier, das war diese Version, weil uns lassen sein,
weil wie Gott redet hier so aus 3 Personen, weil wie Menschen merken. Und wo sollen dieses Menschen, wo werden wir gemerkt? Wir werden in Gott sein Likeness gemerkt. So wie liken Gott? So wo liken wir Gott? Ich glaube, das sind besonders 2 Wege, wo wir Gott liken tun. Erstlich, wir sind Menschen, die in Gewissen haben, wir haben in Gedanken, und wir können entscheiden, gut oder schlecht. Wir können gut sein und schlecht sein. Tieren sind nicht so wie Tieren können entscheiden, aber die haben nicht in Gewissen, wo sie von der Seil weiten, was recht und ordentlich ist. Wieder wie sein, weil wir Menschen merken. Gott hat Menschen gemerkt, dass wir in Gemeinschaft sind mit anderen. Dort als Part von Gott, in Gottes Likeness sind. Wenn wir sind, was ganz apart leben und ab Fried Menschen wegschieben tun, und wir wollen nichts zu tun haben mit anderen Menschen, wir leben dort nicht nur für was Gott uns gemerkt hat. Part von Gottes Likeness ist, dass wir haben Gemeinschaft mit anderen. Und dort ist besonders, wo wir gemerkt sind. Noch ein Part ist, dass wir sind für Ewigkeit gemerkt. Wir sind die einzige von Gott seine Kreatur, was für einmal sind gemerkt. Wir haben den Hund Hüs, und ein feiner Schmacker Wetterhund, nicht gleich den Hund Seier. Aber der Hund, der wird nicht für einmal leben. Der Hund, ein paar Jahre von nu, wird der vielleicht alt werden, und dann wollen wir den Hund mal wegführen, der wird sterben. Der Hund hat nicht ein Seil. Und so erst mit unseren Tieren, was wir haben Feien, wir haben alle Sorten, die haben nicht Seil. Die wollen nicht für einmal sein. Aber dieses Menschen, wir haben ein Seil, wir leben für einmal. Wenn wir sind in Gottes Likeness gemerkt. Ein Hund, eine Katze, ein Ball, der ist nicht in Gottes Likeness gemerkt, und deswegen hat er nicht ein Seil, und deswegen wird er nicht für einmal leben. Noch ein Ding ist, wer sind wir? Wir sind nicht in Fehler. Ich weiß, du sind von der Sinne, was machen und wollen und sollen dort hören. Du bist nicht in Fehler. Gott merkt nicht Fehler. Gott ist perfekt. Und wenn Gott hat die gemerkt, dort, was Gott merkt, ist ohne Fehler. Jo, wir sind Sünder, wir verstehen dort. Wir sind in Sinn geboren. Aber wer wir sind, wo Gott uns gemerkt hat, mit unseren Gaben und uns Charakter und wo wir Dinge sein tun, Gott hat dort gemerkt ohne Fehler. Gott merkt nicht Aufgang. Wir sind nicht überblieben so von dort Aufgang, was Gott gebraucht hat, um andere vollkommene Menschen merken. Ich will ihn von dir preisen. Du bist nicht in Fehler. Gott hat die gemerkt, Praxis hat die wohl merken. Und du bist nicht in Fehler. Von Anfang, Gott hat alles gemerkt, und in 1. Mose Kapitel 1, 31. Vers, sagt, und Gott sagt, was er gemerkt hat, und er sagt, dort sei er gut wir. Nicht bloß ein bisschen clean mit Gott, sei er gut. Jeder eine von uns, jeder eine von jent, sind sei er gut gemerkt. Vielleicht kicken wir ein Spiel nennen, wir seien die krummen Nesen, die große Ohren, oder was immer wir gleichen nicht von uns selbst. Und sein, wenn ich mir hat gemerkt, ich wird ohne Fehler, dann wird wir dort anders merken. Oder wenn, wir haben fertig die Dinge, die uns ein bisschen stich sind. Vielleicht ist es die Lach, was wir haben, das ist ein bisschen so fahnig, glaube ich. Und alle die Dinge, die persönlich uns merken, Gott hat die so gemerkt, dass er dort will. Und wir sind nicht in Fehler. Wir sind sehr gut gemerkt.
Und jeder einer von uns, erst gemerkt, mit Menschen ihr. In Englisch sagen wir Human Dignity. Jeder einer von uns, erst gemerkt mit einer ihr. Wer wir sind, wenn wir in Gottes Likeness sind, gemerkt, wir haben alle eine ihr, was uns treffen wird. Human Dignity. Wir sind nicht bloß Vieh. Wir sind nicht bloß Tieren. Wir sind in Gottes Likeness gemerkt. So werden wir das dann mit wiedernehmen. Wenn wir in Gottes Likeness sind gemerkt, wenn wir dann andere vernichten oder andere raufschlagen oder andere proben raufzuran, ein Leben schwer merken für uns, was tun wir? Wir gehen nicht bis gegen den Mensch, was Gott gemerkt hat, wir gehen gegen Gott selbst. Wenn Gott den Mensch sein wird, er sieht nicht bloß das, was er gemerkt hat, er sieht sich selbst. Wenn wir sein, zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Beispiel, was ich mal angebracht habe. Wenn wir sein, ich mal in Pieten, was ich glaube nicht, dass ich sehr Fan malen kann. Und bei mal in Pieten, ich sage, na, das ist Fan. Und dann nehmen die das Bild und rieten das ab und schmieden das weg. Mir würde das ein bisschen steiten, weil mir würde das nicht ein Grautet sein, wegen was ist ein Piet, was habe ich gemalt. Wo wir mal sein, dass ich würde ein paar Teile nehmen, ich würde eine Klasse nehmen, wo ich einen Menschen malen soll, und dann würde ich ein Bild nehmen von mir selbst, dann würde ich das Bild daheim setzen, dann würde ich sehr lesen und sehr merken, dass ich würde das Kraxel malen, das mir leid. Dann würde ich das Bild malen, und dann würde ich mal freundlich kicken, dann würde ich die kommen und sagen, kick mal, was ich gemerkt habe. Nehmen das Bild, dann rieten das ab und schmieden das in Aufgang an. Wo würde ich mich feiern? Viel schlechter ist das erste Mal, wenn ihr das Bild von das Piet nehmen und dann dort wegschmieden. Warum? Wenn ich nein Tiet, dann wird merken, was mir lecken deit. Und wenn dort wird abgereden und vernichtet, das ist nicht bis dort wird weggeschmieden, das ist für mich wird weggeschmieden. So wenn andere vernichtet wurden und wurden so gebraucht, dass sie nicht wird sein. Das ist nicht bloß gegen den Menschen, was wir sind, wie dann gegen Gott sind, wenn wir dann dort, was gegen Gott sein Likeness ist. Wieder die Bibel lehrt uns, da ist kein Unterschied mit Gott. Gott wählt, was wir haben. In 1. Korinther Kapitel 4, der letzte Part von der Vers sagt es das. Und wenn du dort gekriegt hast, worum post du die dann? Als wenn du dort selbst verdient hast. Alles, was wir haben, dort haben wir von Gott. Unsere Gaben, wo wir geboren sind, wo uns loten wird, wo eine Familie wir haben. Die haben wir alle von Gott. Und wir sollen nicht pochen, mit wer wir sind, wenn Gott ist der, was uns das geschenkt hat. Wieder in Galater Kapitel 3, 28, da sagt es das, du hast nicht kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Frei, Mann oder Frau. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Du hast keinen Unterschied. Das sagt hier zwischen Juden und Griechen und für uns, wie wir können nehmen, zwischen Mennoniten und Plattdeutscher oder der Englische oder wo immer wir leben dann. Du hast keinen Unterschied. Gott sieht jeder einer an, Jesus rein. Er merkt keinen Unterschied. Zwischen Sklaven oder frei. Wir würden gerne sein, sondern was Arbeiter sind und sondern was Wirt sind. Da ist kein Unterschied. Und zwischen Mann und Frau ist kein Unterschied. Ein Ding, was ich mit beobachtet habe, was dieses Mennoniten vielleicht mit euch daheim haben, ist dort ein Mann, mehr wird ist eine Frau. Wir würden das vielleicht niemals ablüdes sein, aber wo wir ihn behandeln dann, wie es werden, was wir von früher denken dann. Zum Beispiel, und ich will nicht davon groß merken, aber wenn eine Frau sich sagt, ich sein, was sagt sie für ihn? Ich sein, der Quentin Unger.
En wir weten, was sie meint. Sie erst befried, nun der Quentin Unger, das ist Christine erst meine Früh. Aber die Früh hat auch einen Namen. Und dat is, ik gebruik dat best als een bijspel. Ik zeg niet dat het aardig is, dat ik weet dat is ons cultuur dat heeft. En dat is een dood. Maar zij wie vroeger aan, dus krijgt zoveel weet als een man. Du hast geen onderscheid. Vroeger en mannen zijn even rein aangenomen en gemerkt van God. Wir zijn even rein weet bij God. Wir zijn ook dat diese Menschen, wir sind nicht vollkommen. 1. Korinther Kapitel 1, 25 Vers sagt es steht. Und Gott erst durch an, dat Menschen aus Onsein wie am Onseinen. Weser aus den Menschen sind, und wat sei bei Gott aus Schwachheit seinen, stärker aus Menschen Kraft. Ons bastet des Menschen, als de wegen, wenn Gott ein Schwacher ist, das ist nicht möglich, dass Gott eine Schwachheit hat. Aber wenn Gott eine Schwachheit hat, Gott seine Schwachheit als de wegen mehr ist unsere Kraft. Wir sollen uns dann nur anstellen. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht die, die in Plan merken für uns Leben. Und wir sollen uns hingeben, nur die, wer uns gemerkt hat. So, wir sagen ein klein bisschen, wer wir sind und wo Gott uns gemerkt hat. Nu, für was sind wir gemerkt? Klaus Kapitel 1, der 16. Vers, sagt das letzte Part, wir sind gemerkt von ihm und für ihm. In Englisch sagen wir, by him and for him. Wenn wir was merken dann, wir haben gewöhnlich, wem in Gedanken, wer wir dort vermerken dann. Nicht? Wir merken das für uns selbst, wir merken das für uns Partner, wir merken das für uns Arbeiter, wir merken das für uns Freund oder ein Geschenk oder was immer, nicht? Wenn wir was merken dann, wir denken einmal an, für wem ist dessen, was wir merken dann. Wer wird das kriegen? Und so ist es auch mit uns. Wenn Gott uns merken darf, er mögt uns für wem? Und der Mensch, die Person, ist Jesus Christus. Wir sind gemerkt für Jesus Christus. Das ist dann sehr wichtig, dass wir dann uns selbst anstellen tun, so dass wir leben für Jesus Christus. Weil ich glaube, ein Ding, was sehr wichtig ist, dass wir begreifen tun, wir können für Jesus Christus leben, und dort erst wir sind angenommen von Jesus Christus. Jesus Christus nimmt uns an. Und er hat Leben für uns. Römer Kapitel 5, Vers 8, die Versen sagen es steht. Als wir uns selbst nicht helfen können, starb Christus für die Gottlose in der rechten Zeit. Du wird schwor, wer für einen rechten Mann sterben. Doch für einen guten Mensch macht dort wer willen zu sterben. Aber Gott weiß uns seine Leben durch an, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder wären. Gott seine Leben für uns ist sehr stark. Diese Versen sein, wenn du erst, wir würden schwor für so eine Sterben, was uns Freund ist. Keiner von uns würden wirklich, ut uns selbst, für so eine Sterben, was uns Feind ist. Aber dort ist Kraft, was Gott getan hat. Wenn wir noch Sünder wären, sagt es hier, starb Jesus für uns. Was wir annehmen können von das ist das. Wo immer wir sind in uns Leben. Wenn wir noch in so einer Zeit sind, wo wir bis in Fehler, in Sinn, bis zu kort kommen dann. Gott seine Leben ist für uns. Wir sind gemerkt für Gott, und Gott seine Leben ist immer groß genug, dass wir können dort annehmen. Gott seine Leben ist niemals so weit auf, dass wir nicht zurückkommen
en dort nur leben, für was wir gemerkt sind. Wir sind gemerkt für Gott. Und seine Leib merkt dort mehrlich, dort wir können für am leben. Und wieder der ist nichts, was uns scheiden kann von Gott seine Leib. In Römer Kapitel 8, und diese Versen sind uns bekannt vielleicht, in 35 bis 39, das letzte Part sagt, du hast nichts, was uns von Gott seine Leib scheiden kann. Da Christus Jesus uns Herr ist. Der Leib, was von Christus kämpft, nichts kann uns scheiden von dort. Gott hat das mehrlich gemerkt, dass wir weiter in Gemeinschaft können sein, wann wir auch Sünder wären. 1. Timotheus Kapitel 1, 15. Vers sagt es dort. Dort ist eine Wortheit, die voll zu unternehmen und zu glauben ist. Da Christus, Jesus, in diese Welt gekommen ist, die Sünder sollig zu merken. Von daher auch der Erste wir. Paulus, der wir Söhne, wird jenen Christus schaffen. Er wird nicht bloß ein Sünder, wie würden kann sein. Er wird Söhne, wird jenen Christus schaffen. Wie ein jenen Christ. Und bei Gott sind die Leute groß genug, um Paulus raten. Und wenn Paulus kann sich angeben in der Radung kriegen von Jesus Christus, dann kann jeder eine von uns Jesus annehmen und der Radung folgen, was uns ist in Jesus Christus. So dort ist ein bisschen, wer wir sind, für was wir gemerkt sind, und dann, was soll wir uns dann anstellen? Wir würden gerne fragen, was soll unser Ziel sein oder unsere Mission? Habt ihr mal über gedacht? Was ist meine Mission? Ein Ding, was mir interessant ist, wo unsere Jungs interessiert sind, Movies, was von das sind Police und wir sind Spies, die gehen rum in Geheimnis und probieren Ursachen zu verstärken, zum Utfingen, was andere tun ist und so weiter. Die Spies. Wir sagen einmal, was ist die Mission? Was soll ich probieren not zu sehen? Und für was sind ich geschickt? Was ist meine Mission? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns selbst zur Frage stellen. Nicht bloß für jedes Werk oder jedes Jahr, aber Leben. Für was sind ich gemerkt? Wir weiten, wir sind für Jesus Christus gemerkt. Aber was meint das? Und ich glaube, wenn wir würden gern sein, unsere Mission soll stemmen mit was Gott uns für gemerkt hat. Gott hat uns gemerkt, dass wir ewig Gemeinschaft haben mit Gott. Nu wo da wir dort noch leben. Und dort ist unsere Mission. So unsere Mission soll noch stemmen, für was Gott uns gemerkt hat. Ein Ding, was bei uns ein Klima, was auch fertig sein da ist, wie viele von ihr merken, man schüffelt ab und sein, wo die Marschers sind. Und dann sei die Marschers, der eng, der erst aufgebrochen. Jens einer hat das mal gesehen und jene stüffelt. Woran passiert sind? Ich glaube, das sind vielleicht Männer oder Frühes oder Jungs in dort heim, wo den Maße brocken zwischen Strüben drehen, nicht so? Es kriegt, woran die Sperrs aufbrechen wird. Dort Maße wird gebraucht, für was andere, für was ihr gemerkt ist. Und so ist es doch mit uns. Wir wollen Quelle brechen wollen, wir wollen Fehler merken, wenn wir uns Leben ordentlich anstellen tun, ist für was wir gemerkt sind. Wir sind gemerkt, dass wir ewig Ändernis merken in dieser Welt, für Jesus Christus. Dort ist unsere Mission. Aber die Mission soll für uns persönlich angerecht sein. So für was für uns, meint das, wir wollen Informer sein. Und wir wollen durch unsere Formerie, wo wir andere Menschen noch Jesus wiesen. Für viele von ihnen meint das, wir wollen Eltern sein.
En der ouderen zijn, waar je onderwijzen naar Jezus Christus. En ik weet niet waar God je aangeschikt heeft, of waarom je hier bent. Maar dit is wat we moeten begrijpen. Waarom zijn ik op deze wereld? Weet je waarom je hier bent? Weet je waarom God je gemerkt heeft? Heb je er maar even gedacht? Ik leef veel te veel mensen. Het ziel voor het leven is, bus, ik wil niet sterven. Kan je zijn belangrijk dat is? Mijn ziel voor leven is niet sterven. En viele mensen weten niet, waarom heeft God mij gemerkt. Dat is wichtig, dat we dat weten. Kolosser kapitel 3, de 17e vers zegt dit. En alles wat je zijn en doen, doet in onze Heer Jezus zijn noemen. Der am dank God, onze Vader. Alles wat we doen, zo opleiden met Jezus Christus. Jezus Christus is noemen. Alles wat we doen, onze mission, dat wat we doen. En wanneer we uitarbeiten zijn in vorm, oder wanneer we hier zijn doen, oder wat allemaal we doen in fabriek schaffen, dat is poort, en we zullen dat on zijn, dus God zijn plan voor ons leven. Dit is waarom ik hier ben. Dit merkt een groot onderscheid. We zijn te Beispiel, je voor naar de arbeid, bus, zodat je nu gaan, dat je genoeg geld merken dan, dat je kan eten en leven. Wat wordt met ons met de tijd? Ons wordt de arbeid zuur en ont. Ik geloof, velen van ons kan metvallen met dit, niet zo? Maar wanneer we kan zijn, waarom ben ik hier bij deze arbeid? Waarom heeft God mij hier aangezet? Dan merkt een grote hindernis. God heeft ons in deze stad aangezet en waar allemaal je zijn, dat je in deze stad voor arm schaffen kan. Dit merkt een grote onderscheid. Wanneer we bus schaffen doen, zodat we onze arbeid houden doen, dat is veel later wanneer we door schaffen doen, om God eeren en God danken en voor God schaffen. En God eer en eerlijk brengen door wat we doen. Dat is een mission wat ons vrede geven deed. En we zijn vrouw jedes Mars op te wachten, wenn we weten, we merken een hindernis. Wer wir nicht bis leben, zodat we nicht sterben. Wer wir leben, doen nur für was Gott uns gemerkt hat. Und dit is een ding wat ik voor mij is een grote vrede. Wanneer we dit leven doen, wanneer we ons leven zo aanstellen, doen nur für was we gemerkt zijn, du is een ervulling in dort. We feilen, we zijn erfüllt. We kriegen bis den Feeling, dat we erfüllt zijn, in Engels sagen wir fulfillment, wanneer we dat gedaan haben, wat we voor onszelf geplant haben. Oder we würden kann sein, we fühlen uns erfüllt, wenn wir dat gedaan haben, doen nur für was we gemerkt sind. Ein Ding, was mir scheint, und das wäre vielleicht $4, wenn ich nach nicht arbeiten wäre, wenn ich einen vollen Tag hat geschafft, vielleicht bei 14, 16 Stunden, da wir Handarbeit, da wir eine schwere Arbeit, und je kann vielleicht mitfallen mit dem kommenden Haus, und das ganze Körper, das weiter, das ist eine Rettung von der ganze Körper. Aber das ist eine Weide, was Gott feilt, so zu sein. Und warum jetzt das scheint, dass dort in meinem Haus kommen? Wenn wir können zurückchecken an den Tag und sagen, das sind all die Dinge, die ich kann tun. Ich fühle mich erfüllt, wenn ich das getan habe. Ich habe schwer geschafft und dort zurechtgebracht, dort, was Gott will haben, ich soll tun. So ist es doch mit uns Leben. Wenn wir vielleicht in Krankenbad oder in Storbad liegen tun, und viele Menschen kommen nicht dazu, wo wir können zurückchecken und sagen, ich fühle mich erfüllt mit was ich getan habe. Gott hat mich gemerkt für das, und ich fühle, dass ich konnte
mein Leben so anstellen für dort. Das sind dann vielleicht so eine was von dir hier hören down und das horchen down. Und die denken, ich habe so wenig von meinem Leben existiert gelebt. Ich glaube, es ist viel wichtig, dass wir vorwärts schicken down. Und wenn das ein paar Jahre sind, wenn das mehrere Jahre sind, wenn das noch 50, 60 Jahre sind, was Gott uns geben wird. Dass wir kicken nicht, wer wir sind gewesen. Und wo wir kurz sind gekommen, wir kicken noch an den Jahren, was Gott uns gegeben hat. Wenn die hier noch sind von dir, dann habe ich noch eine Mission. Jonah, was noch lebt, als jung genug von Mission. Nicht sterben, als nicht in Gottes Mission. In dieser Erfüllung kann bis durch Jesus Christus kommen und für Jesus Christus Leben kommen. Matthäus Kapitel 5, das erste Vers sagt es dort. Selig sind die schafmütig sind, wird sie sollen die Welt erben. Der Englische sagt, dass der Eva sagten, selig sind die, was für Seligkeit oder Gerechtigkeit dursten tun. Wir dursten für Gerechtigkeit. Wir dursten für in Gemeinschaft mit Gott. Selig sind die. Und die wollen erfüllt worden. Die wollen die Welt erben. Das sind nicht die Dinge, die wir getan haben, was uns Pferden merkt zu fallen, wie sind kort gekommen. Das sind die Dinge, die wir wissen, wir können tun, wir sollen tun, aber durch eine Entscheidung, wir tun die Dinge nicht. Das sind die Dinge, die mir schuld sind. Und ich weiß, so ist es auch für uns. So, und als ich selbst denke, lieber zurückkicken und denken uns selbst, ich habe so kort gekommen. Das ist nicht, was ich will von dir tun. Dass wir zurückkicken und uns beschuldigen und dass wir fallen uns durchgedreckt, wo wir kort sind gekommen. Ich will haben, wir sollen in der Vorort kicken und sagen, ich kann noch leben für mich. Ich will das ewige Leben, was ich habe, so leben, das in Erfüllung bringen wird, in ewige Erfüllung, für was ich getan habe. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir zwei Dinge abhört haben. Welche von uns, wir wollen Fehler merken. Aber das sind andere, die mit kämpfen tun, wenn wir einen Fehler merken, wir sind uns selbst in Fehler. Du hast einen großen Unterschied zwischen den Fehler merken und den Fehler sehen. Keiner von uns sind in Fehler, wenn wir in Jesus Christus sind. Der einzige Weg, wo wir in Fehler sind, ist, wenn wir sterben ohne Jesus Christus und für alle Ewigkeit verloren gehen. Und wir nicht dort nur leben, was Jesus hat für uns. Und dort ist ewig Leben in Jesus Christus. Und wir wollen Fehler merken. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen den Fehler sehen und den Fehler merken. Wir in Jesus Christus sind nicht in Fehler. Gott merkt nicht Aufgang. Gott merkt nicht Fehler. Und wenn Gott uns raten wird, unsere Radung ist vollkommen. So was ist dann wichtig, wo wir uns dann anstellen. Soll wir dann da leben für dort, was wir tun? Oder soll wir da so leben und uns anstellen für wer wir sind? Warum wir hier sind, hat viel mehr zu tun mit Charakter und uns Natur, ist das hat mit wer wir oder was wir tun. Wer wir sind, ist doller wichtig, ist was wir tun. Dort ist warum das so wichtig ist, dass wir in Christus sind. Der Neue Testament, besonders der Brief, was Paulus hat geschrieben, der sind es wird. In Christus, in Christus. Und wir sind dazu fertig. Wir hätten Krieg, wo fertig das geschrieben ist. Wir sind in Christus. Und wenn wir in Christus sind, dann tun wir welche Dinge. Wir wollen nächstes Sonntag sein,
Wat is ons plan? Wat is ons vision voor ons leven? En dat is wat we doen. Aber ons ondergrond is, wie man eerst verstaan, wer we zijn. En wer we zijn, dat is ons cultuur, dat is ons karakter, meine ik. Ons nieuwe cultuur, wat God in ons schaffen hat. En dat bewijst ik, wer we in hart zijn, wer we in Ziel zijn, met ons karakter, wo dat anderen dat in Jezus Christus. Ik geloof, we gleichen zeer dat aan te stellen, wat we doen. Ik wil best in anderes merken met wat ik doe. En dat brengt ons verder niet de ervulling wat we willen. We zijn leven entscheiden, om ons aangeven dat God kan ons schaffen, wer we zijn. Die hoort wat we hebben. Die wordt naar steden Haft, wat vielleicht noch ein bisschen schwarzer ist. Dat fehlt uit te messen. Die steht, wo Gott geschafft hat, und dort fängt er sich an zu ändern, und dort fängt an, alle Jesus Christus zu lecken. Wer wir uns freuen mit dort, wer wir Gott anbeten für dort. Wer wir dort nur ansehen, dort wir sollen leben, dort wir uns ändern, wer wir sind. Eier wir dort ändern, was wir tun. Ich will das zurückbringen, waar met onze vrouw, wat ik met aanvangen deed. Wel veel van ons zijn dit jaar, waar ik ordentlich leven. De plan, die kan niet eier komen, is de mission. Waarom zullen we ons ändern? Waarom zullen we ordentlich leven? Wanneer we die antwoord hebben, dat is de kracht, dat is dat wat ons aansporen deed, om het anders merken. Ik weet niet wat God zijn plan is voor 2020 voor ons. Voor mij, voor die. Maar waar we God zijn hart nou zeker, dat hij kan ons ändern, zodat we dollar en dollars als Jezus Christus zijn. Dat we kan ons leven zo aanstaan, dat het stemmen deed, met wer God wil gaan we zullen zijn. Zijn we zo'n wat zich ons aangeven doen van hart? Oder zijn we zo'n bus, wer zich vielleicht van hart laat niet ändern, aber van buiten proeft dat te ändern wat hij deed. Wer we Christen zijn, wer zich aangeven doen, dan God kan in ons hart schaffen. Wer we sluiten met een gebed. Ja, dankzij. We sluiten met gebed. Gott, we zijn dankbaar dat die genade zo diep en zo rijk is. Lieve Himmelske Vader, ons fehlt die hulp, dat we kan zijn, verken als dat we hand niet een kloot heeft. Wer we zijn, we hebben niet een kloot heeft, wer die was gaan we zijn. Lieve Himmelske Vader, ik bid dat die was met jeder einer van ons zijn. We vreuen niet dat die was ons bis durchschlagen. We weten die was niet, met wo we zijn kort gekomen. Maar die was ons een hoopning geven. Voor de tijd wat we nog hebben. Wanneer we nog leven, dan zijn we jong genoeg voor een mission. En God, ik bid dat die was ons van de hoor rieren. Dat we kan ganz handgeef leven voor die. We bidden dit in Jezus' naam. Amen.